Nun, Tom, ich sage immer, ich lasse mich gern überraschen, aber bei dieser hier hättest du mir ein bisschen Vorwarnung geben sollen, damit ich etwas recherchieren kann. Nein, ich glaube nicht, dass das so eine schwierige Frage ist. Siehst du, in Erinnerung sein hat mehr als eine Bedeutung. An etwas zu gedenken heißt, du ehrst es. Zu sagen, es werde nicht mehr in Erinnerung sein, bedeutet nicht, dass du dich nicht daran erinnern könntest oder dass es nicht irgendeine Erinnerung daran geben könnte. Nun, was unsere Sünden betrifft, wir werden uns nicht an unsere Sünden erinnern. Das wird am Richterstuhl Christi ausgelöscht werden. Und tatsächlich heißt es, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Vielleicht wird unser Leben an uns vorüberziehen, weißt du, in einem Moment. Aber es wird sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Doch wir werden uns nicht die Hände ringen über unsere früheren Fehler und über unsere Sünden. Und wir werden im Himmel nicht darüber trauern, dass einige unserer Lieben in der Hölle sind. Ich denke, das ist dann vorbei. Auf der anderen Seite trägt Christus die Nagelmale in seinen Händen und Füßen. Wir können niemals vergessen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Wir werden immer Sünder sein, die aus Gnade gerettet sind. Aber was das Erinnern an die Welt betrifft, zu der wir früher gehört haben, ich denke, es bedeutet, dass du nicht mit Sehnsucht darauf zurückblicken wirst, auf die guten alten Zeiten. Doch was wir erleben werden, wird so weit darüber hinausgehen, dass jene Welt in Bedeutungslosigkeit verblasst sein wird. Nicht, dass wir uns nicht daran zurückerinnern könnten. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich einige Erinnerungen an dieses frühere Leben haben, weil uns das auch helfen wird, zu erkennen, wie wunderbar es ist, wo wir dann sein werden. Dave, wir wissen aus unseren Erfahrungen, wir blicken auf unsere Jugend zurück und wir denken, das war einfach großartig. Wir denken an die Dinge, die uns erfreut haben, an denen wir Freude hatten, und ich stimme dir zu. Mit der Freude, die vor uns liegt, nun überwältigend weit darüber hinaus, als wir uns überhaupt vorstellen könnten, wie großartig das sein wird. Ich denke, dort werden unser Denken und unser Herz sein. Lass mich dazu nur noch eine Sache hinzufügen. Es ist manchmal sehr traurig, wenn man mit einem Ungläubigen spricht, und es läuft auf die Frage nach einem geliebten Menschen hinaus. Nun, wenn mein geliebter Mensch nicht im Himmel ist, dann will ich nicht dort sein. Weißt du, oder ich interessiere mich nicht für den Himmel. Ich will dort sein, wo meine Freunde sind. Diese Art zu denken, das ist traurig, weil, wie wir in der Sendung schon viele Male erwähnt haben, der Himmel Himmel ist, wegen dessen, mit wem wir zusammen sein werden. Und das ist Christus selbst. Wo Jesus ist, da ist der Himmel. Der Vers sagt, lies den Vers noch einmal, Tom. Ja? Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken, und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Nun, es wird einfach keinen Grund dafür geben. Sie werden so weit unterhalb der Wirklichkeit liegen, in der wir dann leben. Und wir hätten keinen Grund, uns an diese Welt zu erinnern. Ich denke, unsere Sünden sind ganz sicher weg. Die Fehler, die wir gemacht haben, unser Mangel an Glauben, unser Betrüben des Herrn wird weg sein. Und nun wird die Erinnerung ausgelöscht. Vielleicht in diesem Sinn wird sie es. Auf der anderen Seite denke ich, wenn wir David oder Paulus oder Adam erkennen, sie müssen ja mit irgendetwas verbunden sein, mit irgendeiner früheren Existenz. Ich denke, ich werde meine Frau kennen. Du erinnerst dich an die Frau, die zu ihrem Mann, der Pastor war, sagte, meinst du, wir werden uns dort oben gegenseitig erkennen? Und er sagte, nun, meinst du, wir werden dort oben größere Narren sein, als wir hier unten sind? Aber wir werden nicht mehr in dieser Beziehung sein. Es gäbe keinen Unterschied. Aber es muss irgendeine Art von Verbindung zu einer früheren Existenz geben. Also wieder, ich denke, es wird einfach so unbedeutend sein, es wird sogar so unwirklich sein im Vergleich zu der Wirklichkeit, in der wir leben und die wir in Ewigkeit leben werden. Dave, der Punkt, den du angesprochen hast, dass unsere Beziehungen anders sein werden.
Ich denke daran, wo sie Jesus auf die Probe stellten. Und sie sagten, nun diese Frau, ihr Mann stirbt, und dann heiratet sie den Bruder ihres Mannes. Und er stirbt. Und so geht es weiter bis zu 7 Brüdern. Wessen Frau wird sie in der Ewigkeit sein, im Himmel? Nun, Jesus sagt natürlich, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung sind sie wie die Engel. Sie heiraten nicht und werden auch nicht verheiratet. Und ich denke, das spricht wieder für eine andere Art von Beziehung. Wir werden diese Menschen kennen, aber unser Fokus wird auf dem Herrn liegen, unsere Liebe zu ihm. Und unsere Haltung gegenüber allen anderen wird so gerecht, so richtig sein, dass es nicht die Emotionen mit hineinbringt, die wir jetzt haben. Tom, es wird wunderbar sein und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Aber er offenbart es uns durch seinen Geist. Und wow, ich freue mich darauf. Die Ewigkeit dauert für immer, wenn man Spaß hat. Das sollte ich nicht sagen. Es ist nicht Spaß haben, wenn man beim Herrn ist, und es ist vollkommene Glückseligkeit. Wow, davon kann man eine Menge aushalten.